Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein schnelles und einfaches Rezept für einen leckeren Kroketten-Hackfleischauflauf mit Buttergemüse. Dafür als erstes eine Zwiebel abziehen und fein hacken. Außerdem habe ich hier noch 2 Knoblauchzehen, ebenfalls abziehen und fein hacken. Und wenn das erledigt ist, einen großen Topf oder eine Pfanne mit einem guten Schuss Öl erhitzen, Zwiebeln und Knoblauch in die Pfanne geben und bei mittlerer Hitze und gelegentlichem Wenden für ein paar Minuten glasig anschwitzen. Danach kommt das Hackfleisch dazu, 750 Gramm gemischtes Hackfleisch mit einem Kochlöffel etwas auseinanderreißen und bei mittlerer bis hoher Hitze für ein paar Minuten krümelig anbraten, zwischendurch umrühren. Und jetzt kommen auch schon die Gewürze dazu. Zunächst je einen guten Esslöffel Mehl sowie Tomatenmark dazugeben, außerdem je einen gehäuften Teelöffel Rosmarin, Thymian und süßes Paprikapulver. Die Gewürze anschließend kurz unterrühren. Dann kommen die restlichen Zutaten dazu. Ein Päckchen Buttergemüse aus dem Tiefkühlregal. Dann noch 400 Milliliter Rinderfond bzw. Fleischbrühe dazu gießen. Alles einmal gut umrühren, damit sich alle Zutaten gleichmäßig verteilen können. Die Butter aus dem Gemüse sollte jetzt komplett schmelzen. Danach schmecken wir die Hackfleischsoße noch etwas ab, eine gute Prise Salz sowie frisch gemahlenen Pfeffer dazugeben. Dann zum Kochen bringen, kurz einköcheln lassen und anschließend vom Herd ziehen und in eine passende große Auflaufform umfüllen. Die Hackfleischsoße gleichmäßig in der Auflaufform verteilen. Jetzt gebe ich schon mal etwas geriebenen Käse drüber, nicht viel, nur etwa 50 Gramm, damit die Kroketten gleich nicht zu tief in die Soße rutschen. Danach ca. 750 Gramm tiefgekühlte Kroketten auf dem Hackfleisch verteilen, immer so ein bisschen Platz zwischen den Kroketten lassen. Und zum Schluss kommt noch der restliche Käse oben drüber. So geht der Auflauf in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Umluft für ca. 30 bis 35 Minuten, so lange, bis die Kroketten goldbraun und knusprig sind. Nach der Backzeit holen wir die Auflaufform wieder aus dem Ofen. So sieht der fertige Kroketten-Hackauflauf dann aus. Jetzt noch etwas gehackte Petersilie für die Garnitur drüber streuen und dann können wir servieren. Den Auflauf einfach auf Tellern verteilen. Ich wünsche euch schon mal einen guten Appetit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.